Pedro? Auf alten Bildern sehe ich meist sorglos aus. So wie du vermutlich. Wir betrachten diese Bilder oft mit verklärtem Blick. Mit Wehmut, Sehnsucht, Nostalgie. Wie es uns damals wirklich ging, können wir nur vermuten. Aber eines ist sicher. Als Kind hätte ich nie gedacht, dass wir so viele Krisen in den 2020er Jahren erleben würden. Und dass die Sorglosigkeit verschwindet. Gehört das zum Erwachsenwerden dazu? Oder ging es uns tatsächlich früher besser? Warum beschwören wir gerade dann schöne Erinnerungen herauf, wenn die Welt da draußen brennt? Ist das Realitätsflucht oder eine Art Überlebensstrategie? Und wie kann es uns weiterbringen, über das, was war und nicht mehr ist, zu reflektieren? Der Geruch von Sonnencreme ist für mich so eine Verbindung an früher, an die Leichtigkeit in den Kindertagen und tagelang irgendwie bis abends draußen sein in der Sonne und spielen und ich weiß nicht, lachen. Das sind alles so sehr schöne positive Assoziationen mit dem Geruch von Sonnencreme. Wenn ich mich erinnere, als ich Kind war und nachdem ich eine Impfung gekriegt habe und ganz tapfer war und nicht geweint habe, dann durfte ich am Ende ins Gummibärchenglas reingreifen. Mich machen die roten Weihnachtskugeln nostalgisch, weil ja, die erinnern mich an mich, als ich klein war und an dieses wunderschöne Gefühl, dass alles noch möglich ist und dass es noch Zauber gibt. Bestimmte Objekte, Gerüche, Geschmäcker, Geräusche oder Lieder sind Türen für kleine mentale Zeitreisen, die uns mit einem weinenden und mit einem lachenden Auge zurücklassen. Trigger für nostalgische Gefühle. Aber was verstehen wir eigentlich unter Nostalgie? Der Begriff ist erstmals im 17. Jahrhundert aufgetaucht. Im Grunde ist Nostalgie, Nostalgia eigentlich eine Rückübersetzung ins Altgriechische des deutschen Heimwehs. Also es heißt Rückkehr und Schmerz oder Rückkehr, Wunschschmerz sozusagen. Aber eigentlich bedeutet es Heimweh und Nostalgie bezog sich zunächst einmal auf einen Raum, auf die Heimat und eben weniger auf eine zurückliegende Zeit. Im Laufe der Zeit hat der Begriff eine andere Bedeutung genommen. Die von einer Sehnsucht nach der Vergangenheit. Yeah, so when we define nostalgia, we define it as an emotion, and it's an emotion that it contains a longing aspect. So it's a sentimental longing for the positively remembered aspects of your past. So you look at the past in a very selective way. You pick out the positive elements that make you feel happy and joyful and wistful, if you like. So in that sense, nostalgia doesn't give a full picture of the past. Für dieses Interview sind wir nach Utrecht in den Niederlanden gefahren. So ein Zufall. In dieser Stadt habe ich mein Erasmus-Semester verbracht. Ich denke manchmal nostalgisch daran, wie es damals war. Eigentlich nicht alles rosarot, vor allem viel Stress, Wohnungssuche, Klausuren und Papers schreiben. Aber natürlich nicht ohne den ganzen Erasmus-Spaß. Konzerte, Partys, Ausflüge, Fahrradfahren, in Cafés sitzen. Trotz aller Herausforderungen damals beflügelt mich diese Zeit immer noch in Gedanken. Besonders als wir wegen der Pandemie im Lockdown saßen.
Das, was an Nostalgie so spannend ist, ist, dass es genauso wie sogenannte Zukunftsbilder sich eigentlich um fiktionale Vorstellungen handelt. Also Nostalgiebilder als solche, die haben so niemals existiert, sondern unser Gehirn legt eigentlich eine Art rosarote Brille über etwas, was vermeintlich mal so passiert ist. Scientists generally agree that personal nostalgia is triggered when people experience unwanted change or a disruption in their identity. So they have sort of the feeling that who they are in the present is no longer connected to who they were in the past. And a sense of identity stability is very important for people. And nostalgia can help them to achieve this. Nostalgie als Symptom und Schutzmechanismus zugleich. Ein Boost für das Individuum, um herausfordernde Zeiten besser zu meistern. Ich frage mich, ob das auch so für die Gesellschaft gilt. Denn gerade scheinen wir obsessiv mit dem Alten beschäftigt zu sein. Serien und soziale Medien sind eine wahre Schatzkiste für Nostalgiker der 2000er, 90er, 80er und 70er Jahre. Ich glaube wahrscheinlich, dass es eben diese Vorstellung von das Alte ist irgendwie authentischer, das hat sich bewährt, das gibt es schon lange und vielleicht hat es auch einen Moment der Versicherung, wenn man zurückblickt auf diese Zeit, dass man eben ja in der Gegenwart eine gewisse Sicherheit wiederum gewinnt, weil man sich mit diesen Objekten wohlfühlt oder weil man vielleicht auch die Vorstellung hat, naja, damals ging es ja ganz gut aus, vielleicht wird es auch in Zukunft der Fall sein. Wir suchen die Lampen eigentlich auf vielen Flohmärkten und dann werden sie erstmal sauber gemacht, aufgearbeitet, gereinigt in erster Linie. Also wir lackieren nichts zu, wir versiegeln das einfach, dass was nicht weiter rostet, wenn was gerostet ist. Und das Email hat also ganz Email-typische Abplatzer, die wir dann auch lassen. Und so bringt jede Leuchte ihre eigene Geschichte mit. Die Geschichten hören wir als schon, ja, oder wie sie dann im Schopf hingen. Oder in der kleinen Werkstatt vom Opa, in der Schreinerei vom Opa. So irgendwie, das spürt man einfach, ja. An dem Objekt, wenn man weiß, was es für eine Geschichte hat es eine ganz andere Kraft und eine ganz andere Ausstrahlung. Manche reisen gerne noch weiter zurück in die Vergangenheit, ins 19. oder 18. Jahrhundert. Dabei finden sich sogar Communities zusammen. Schwimmen wir gerade auf einer Nostalgiewelle? Cottagecore ist eine Community oder eine Bewegung, die sich auf Natur oder halt älteren Zeitaltern oder Perioden halt zurückbesinnt. Das Zeitalter, welches mich inspiriert hat, ist das 19. Jahrhundert und eigentlich grundsätzlich alles, was mit schöner Mode und Korsetts zu tun hat. Damals war das so, man hatte ein Kleidungsstück, das hat man dann gekauft und das hatte man dann erstmal auch und das wurde dann auch vielleicht sogar weitervererbt oder das hat man halt geschätzt. Und gerade wenn man jetzt heute in die heutige Zeit reinschaut, dann sieht man halt, dass es sehr viele Fashion-Brands gibt, die gerade diese Idee halt nicht unbedingt unterstützen, weil gerade da halt alles schnell gehen muss. Und ich würde gerade deswegen auch behaupten, dass ich diesen Aspekt halt auch sehr gut finde und gerade auch für mich selber auch mitnehme. Diese Schätzung von banalen Dingen, in Anführungszeichen, in dem Aspekt jetzt auch Kleidern oder Klamotten. Aber ich sag jetzt mal, die ganzen Werte, die einen als Mensch oder gerade halt auch als Frau eingeschränkt haben, oder diese ganze Genderrolle, perspektivische Sache, die würde ich auf keinen Fall mitnehmen. Mit solchen Werten möchte ich mich ehrlich gesagt auch gar nicht identifizieren, sondern ich würde aus der Zeit halt nur die positiven Aspekte aneignen und das Schlechte sozusagen in den Müllkorb werfen. Nostalgische Gefühle gibt es also nicht nur für die eigene Vergangenheit, sondern auch für vergangene gesellschaftliche Trends und Strömungen. So collective nostalgia we define as a sentimental longing for the past of your group.
So it's not about your individual past, it's not about longing for the way I was, which is personal nostalgia, but it's this longing for the way we were as a group, right? So people can long for objects, periods, or events that they share with their fellow group members. You can, of course, also long for periods of time that you haven't lived yourself. And the reason is that this collective nostalgia is based on collective memory, right? So memories that are shared by a lot of group members. And we know also from research that collective memory is something that is passed on from generation to generation. For example, by your family members, but also by institutions such as schools or the media. Sauerteig ist schon was Nostalgisches an sich, weil es einfach was ist, was immer wieder weitergegeben wird. Das kann ja uralt sein, also der Ursprungssauerteig, wo es herkommt, das ist nur Mehl und Wasser. Und aus den Mikroorganismen in der Luft, im Mehl und so entwickelt sich eben diese natürliche Hefe innen drin und die kannst du immer wieder weitergeben. Und so kann ein Sauerteig über hunderte von Jahren alt werden. Ich glaube, dass heutzutage immer mehr Innovation nur noch in Richtung Effizienz geht. Und jetzt gerade auch im Lebensmittelbereich oder im Backhandwerk, dass Dinge nur noch so gemacht werden, dass es leichter ist oder dass es schneller geht. Und da denke ich, das Beste ist tatsächlich das Alte, dass wir jetzt auch nur mit Sauerteig arbeiten, weil das einfach ein besseres Brot ist als ein Brot mit Hefe. Auf der anderen Seite haben wir natürlich heutzutage Hilfsmittel, die es früher so nicht gab. Wir haben natürlich einen besseren Ofen wie früher, wo wir hier Dampf geben können. Also moderne Hilfsmittel zu nutzen, ist, glaube ich, schon, macht eigentlich das Brot besser. Aber ich glaube, dass man so vom Gedanken her eigentlich an das ursprüngliche Brot denken sollte und dann eben mit neuen Hilfsmitteln das zu erschaffen. Rückbesinnung auf alte Werte, die Wiederbelebung alter Trends und der Hype um Vintage-Artikel erleben aktuell einen Boom. Paradox oder nur logisch in Zeiten, die von Krisen erschüttert werden, in denen aber auch alles perfekter und vielleicht seelenloser aussieht als früher. Sehen wir uns erst seit heute nach dem Gestern oder gab es das schon immer? Also die Ansicht, dass Krisen, dass beschleunigte Veränderungen, dass gesellschaftliche Umbrüche zu Nostalgie führen, ist eine sehr verbreitete, für die sich auch quasi sofort Beispiele finden lassen würden. Also eines der Beispiele, die auf der Hand liegen, wäre zum Beispiel die sogenannte Ostalgie in den 90er Jahren nach der Wende und dem Umbruch, dem Verschwinden der DDR, dass sich dann Leute in Ostdeutschland zurückgesehnt hätten nach dieser Zeit davor. Wenn man aber als Historikerin sich dieses Phänomen ansieht, dann sieht man, dass eigentlich es keinen Moment im 20. Jahrhundert, mindestens seit den 70er Jahren gab, in denen die Leute keine Nostalgiewelle ausgemacht haben. This collective nostalgia is something that emerges in times of social change, right? So when a lot of things are changing in society, this is when a lot of people become nostalgic for the past. And especially when these changes are seen as unwanted. And we actually also see this in our research. So people are nostalgic for very different things. Social cohesion, societies becoming more individualistic, people are no longer caring for each other, people are only inside behind their tablets or their phones. But there are also people who said something about less immigration. But there's actually also people who say exactly the opposite. I long for a time where the country was more tolerant and less xenophobic. So yeah, the content of the nostalgic experience can be different. What I like about this particular vintage dance, American jazz dance, is it's a true melting pot which brings all different cultures and is very diverse in age and ethnic groups, and it brings everyone together. So jazz was originally the fusion melting pot of culture. So it's important to keep that legacy alive. Sometimes people also describe nostalgia as a dangerous emotion, particularly when politicians make an appeal to nostalgia, because it's a very selective idea of what the past looked like. So for example, when populists talk about the glorious days of the past,
when you really critically look at the past they are referring to, it also contained many negative elements that people are not at all nostalgic about. So it's a very powerful emotion to persuade people in doing something. So voting for parties, but also buying products or changing their behavior in a way. Nostalgie, von Individuen oder Gruppen empfunden, hat immer etwas Machtvolles, aber auch etwas Trügerisches. Logisch, dass nostalgische Gefühle bewusst getriggert oder instrumentalisiert werden. Für kommerzielle Zwecke, aber auch für politische Ziele. Doch was können wir Positives für die Zukunft aus diesem Gefühl der Nostalgie ziehen? Einfach auf dem Rhythm, Skaten, das sind die Werte. Improvisation, Individualität, Selbstausdruck, Verspieltheit, Kreativität und sehr viel Kommunikation zwischen den Tanzpartnern. Das heißt, auch wenn man keine Connection hat, tanzt man dennoch miteinander. Heutzutage ist es ja schon so, dass viele vielleicht in den 20ern einfach die Golden 20s sehen. Wenn man sich mit der Historie des Swings intensiver auseinandersetzt, dann lernt man immer mehr so die Zusammenhänge kennen, wie das damals war mit der Rassentrennung und der Diskriminierung von People of Color. Gegen trügerische Nostalgie hilft eines: die Vergangenheit nicht verklären, sondern genau hinschauen und nur das bewahren, was wertvoll war. There's a lot that we can learn from the past, especially with swing and jazz culture. When you came into a room or an area where people got together, it didn't matter what color, what race, or what political background. When you came to the dance, you were just a dancer. And being a person of color, just coming into the swing culture too, it's very nice to have a diverse group or just the legacy, and it still stays alive and people keep traditional to the culture. I mean, we don't have to change history, but we can be the change for a better future. So by longing for the positively remembered aspects of your past, it also becomes clear for you what you value and want to maintain in the future. Was man auch sehr, sehr gut für Zukunftsgestaltung nutzen kann. Also man kann quasi dann diese positiven Elemente, die in nostalgischen Bildern mitschwingen, nehmen und überlegen, wie man daraus Zukunftsvisionen gestalten kann mit Menschen. Oder sich zu überlegen, was bedeutet das eigentlich für meine Zukunft, wo möchte ich hin? Genau, in welche Richtung möchte ich da vielleicht gerne laufen? Dass wir sagen, schmeckt mal wieder Brot, es ist so ein bisschen beides. Einmal soll es bedeuten, so wie früher, und andererseits soll es auch wieder heißen, so, nimm dir mal wieder die Zeit und setz dich hin und nimm wahr, so, also mit allen Sinnen, weil oft wird ja einfach, Dinge werden so schnell gemacht und Essen ist auch sowas, was man so nebenbei macht. Klar esse ich auch mal nebenbei schnell ein Brot, aber es ist ja einfach was Schönes, wenn man sich mal wieder ein bisschen Zeit dafür nimmt. So. Ich glaube, gerade weil wir in so einer sehr schnelllebigen Gesellschaft leben, also nicht nur im Aspekt Kleidung, sondern auch im Aspekt halt Arbeit und halt Leistungen bringen, dass man halt aus der Zeit so ein bisschen diese Ruhe mitnehmen kann. Ich glaube, das haben wir schon beobachtet, dass der Drang nach was Altem, nach Beständigkeit in dieser ganzen schnelllebigen Zeit, habe ich das Gefühl, dass so ein Drang nach Beständigkeit stärker geworden ist. Und alte Stücke, die ihre Geschichte erzählen, die irgendwie, dass eine Lampe einen Tisch beleuchtet, die schon so vielen Menschen Licht gespendet hat, gibt einem irgendwie Halt in dieser dann doch schnelllebigen und komplizierten und gerade jetzt in der jetzigen Zeit sehr unkontrollierten Welt. Ich würde Nostalgie nicht als was per se Negatives sehen, sondern als etwas, was man als Werkzeug nutzen kann. Und dann ist halt die Frage, wie gehen wir damit um? Also wollen wir dieses irgendwie zurück, früher war alles besser, wollen wir das? Also eher so ein bisschen, was auch im Rechtspopulismus sehr häufig genutzt wird. Oder können wir daraus eben Elemente nehmen, die vielleicht zeigen, was unsere jetzigen Bedürfnisse sind, was uns heute fehlt und was wir vielleicht in Zukunft, ohne die ganzen positiven Sachen zu vergessen oder zu verlassen, vielleicht Stück für Stück nochmal auf eine andere Art und Weise implementieren, um unsere Zukunft
eben dahingehend zu gestalten, dass sie für uns wünschenswert und lebenswert erscheint. Früher war nicht alles besser, aber einige gute Dinge schon. Die Nostalgie, die ich spüre, wenn ich ein Foto aus Kindertagen, ein gutes Brot oder ein altes Objekt in den Händen halte, kann etwas bewirken. Nicht, dass man die Vergangenheit genauso wie sie war zurückbringt, aber dass man kurz in diesem Gefühl innehält und vielleicht etwas davon für sich heute mitnimmt.